Gallien war keine Wildnis, als der bedeutendste Anführer der Gallier Vercingetorix geboren wurde. Es war ein Land voller Menschen, voller Ordnung, voller Machtstrukturen und voller Konflikte. Stämme handelten miteinander, führten Kriege gegeneinander, schlossen Bündnisse und brachen sie wieder. Freiheit war ein zentraler Wert, aber Einigkeit war selten. Und genau in diese Welt wurde Vercingetorix hineingeboren, als Sohn eines Mannes, der mehr wollte als alle anderen. Sein Vater Celtillus gehörte zur obersten Führungsschicht der Arverner, einem der einflussreichsten gallischen Stämme. Die Arverner hatten einst über große Teile Galliens geherrscht und trugen dieses Selbstverständnis noch immer in sich. Celtillus war ehrgeizig, charismatisch und mächtig genug, um einen Gedanken zuzulassen, den viele für gefährlich hielten: die Vereinigung Galliens unter einer einzigen Führung. Doch in einer Gesellschaft, die Könige fürchtete, war dieser Traum tödlich. Die gallische Aristokratie ließ Celtillus hinrichten, nicht durch fremde Feinde, sondern durch die eigenen Leute. Für den jungen Vercingetorix war das ein prägendes Trauma. Er lernte früh, dass Macht Misstrauen erzeugt und dass selbst gute Absichten tödlich enden können. Er wuchs mit der Erkenntnis auf, dass Freiheit und Einigkeit in Gallien in einem ständigen Widerspruch standen. Und während er heranwuchs, zog sich ein Schatten über das Land: die Römer, unter der Führung von Julius Caesar. Die Römische Republik war zu dieser Zeit eine expandierende Macht. Diszipliniert, organisiert, skrupellos. Als Julius Caesar Gallien betrat, brachte er nicht nur Legionen mit, sondern ein System, das auf Eroberung ausgelegt war. Caesar verstand es meisterhaft, gallische Rivalitäten auszunutzen. Er verbündete sich mit einigen Stämmen, vernichtete andere und präsentierte jede Eroberung als notwendige Maßnahme zur Sicherung des Friedens. Vercingetorix beobachtete all das. Er sah, wie gallische Anführer glaubten, sie könnten mit Rom verhandeln, ohne ihre Freiheit zu verlieren. Er sah, wie Kooperation in Abhängigkeit mündete. Und er erkannte etwas, das viele nicht sehen wollten. Rom kam nicht, um zu teilen. Rom kam, um zu herrschen. Als die römische Präsenz immer brutaler wurde, als Steuern, Geiselnahmen und Gewalt zum Alltag gehörten, wuchs der Widerstand. Doch dieser Widerstand war unkoordiniert, zersplittert, genauso wie Caesar es brauchte. Erst als Vercingetorix offen zum Aufstand aufrief, bekam dieser Widerstand ein Gesicht. Doch selbst dann wurde er zunächst zurückgewiesen. Die Führung seines eigenen Stammes hielt den offenen Krieg gegen Rom für Wahnsinn. Sie verbannten ihn für alle Zeit aus Gallien. Für viele wäre das das Ende gewesen. Für Vercingetorix war es der Anfang. Er wandte sich an all jene, die keine Stimme hatten. An Krieger ohne Titel, an Druiden und Bauern, an Männer, die nichts mehr zu verlieren hatten. Mit ihnen baute er eine Streitmacht auf, kehrte zurück und setzte sich gegen die aristokratische Führung durch. Was danach geschah, war historisch. Zum ersten Mal vereinigten sich zahlreiche gallische Stämme unter einer gemeinsamen militärischen Führung. Vercingetorix wurde zum Oberbefehlshaber ernannt. Nicht als König, sondern als Anführer eines Bündnisses, das auf Vertrauen und gemeinsamer Notwendigkeit beruhte. Vercingetorix wusste, dass er Caesar nicht durch Mut oder Masse besiegen konnte. Also kämpfte er mit Verstand. Er zwang Gallien, einen schmerzhaften Weg zu gehen. Dörfer wurden zerstört, Vorräte verbrannt, die Bevölkerung evakuiert. Die Strategie namens verbrannte Erde sollte den Römern die Versorgung nehmen und ihre größte Stärke untergraben. Doch sie machte Vercingetorix auch zum Feind der eigenen Leute. Viele sahen in ihm keinen Retter, sondern einen Zerstörer. Der Konflikt spitzte sich zu, als Caesar die Stadt Avaricum belagerte. Vercingetorix hatte den Bewohnern erlaubt, ihre Stadt zu behalten, gegen seinen eigenen strategischen Instinkt. Caesar nutzte diese Schwäche. Nach der Eroberung ließ er fast die gesamte Bevölkerung töten. Dieses Massaker schockierte Gallien und bestätigte zugleich alles, wovor Vercingetorix gewarnt hatte. Trotzdem gelang ihm ein Triumph, der Geschichte schrieb. Bei Gergovia schlug er Caesar eindrucksvoll, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren, was ihn zu einer lebenden Legende machte. Es war eine der wenigen echten Niederlagen des römischen Feldherrn. Die glorreiche Nachricht verbreitete sich schnell in ganz Gallien.
Der Glaube an Roms Unbesiegbarkeit begann zu bröckeln. Immer mehr Stämme schlossen sich Vercingetorix an. Doch mit der Größe des Bündnisses wuchs auch seine Instabilität. Rivalitäten, Disziplinlosigkeit und unterschiedliche Interessen schwächten die Einheit. Der entscheidende Moment kam mit Alesia. Vercingetorix zog sich mit seinem Heer in die befestigte Stadt zurück, um Zeit zu gewinnen, bis ein riesiges gallisches Entsatzheer eintreffen konnte. Caesar reagierte mit einem taktischen Meisterstück. Er ließ 2 vollständige Belagerungsringe errichten, kilometerlang, mit Gräben, Wällen und Fallen. Alesia wurde vollständig abgeschnitten. In der Stadt begann der Hunger. Die Vorräte gingen aus und die Hoffnung schwand immer mehr. Frauen und Kinder wurden aus der Stadt geschickt, doch Caesar ließ sie zwischen den Linien verhungern. Mehrere Entsatzangriffe scheiterten knapp. Jeder gescheiterte Versuch raubte weitere Hoffnung. Vercingetorix erkannte schließlich, dass weiterer Widerstand nur den Tod aller bedeuten würde. Er entschied sich, die Verantwortung zu übernehmen. Er ergab sich Caesar, um sein Volk zu retten. Mit dieser Entscheidung endete der organisierte gallische Widerstand. Doch sein Leid war noch nicht vorbei. Vercingetorix wurde nach Rom gebracht und jahrelang gefangen gehalten. Er verschwand aus der Welt, während Caesar seinen Ruhm feierte. Schließlich wurde er im Triumphzug vorgeführt, als Symbol des besiegten Galliens, und danach brutal hingerichtet. Vercingetorix starb ohne Sieg, ohne Freiheit. Und doch wurde er unsterblich. Er wurde zum Sinnbild für Widerstand, für den Versuch, Freiheit gegen eine übermächtige Ordnung zu verteidigen. Seine Geschichte zeigt, dass Niederlagen nicht immer das Ende sind. Manchmal sind sie der Anfang einer Legende. Zusätzlich zu dieser eindrucksvollen Geschichte ist es wichtig, die archäologischen Funde und die kulturelle Bedeutung von Vercingetorix und den Galliern hervorzuheben. Museen in Frankreich bewahren zahlreiche Relikte aus jener Zeit, die Einblicke in das Leben, die Kriegsführung und die Gesellschaft der Gallier geben. Diese Artefakte erinnern daran, dass die Geschichte lebendig ist und unsere Gegenwart prägt. Darüber hinaus inspiriert Vercingetorix heute noch viele Menschen als Symbol des Widerstands und der Freiheit. Sein Name wird in Büchern, Filmen und sogar in der Popkultur zitiert, um den unerschütterlichen Geist eines Volkes zu ehren, das für seine Unabhängigkeit kämpfte. Auch wenn Asterix in den Comics optisch etwas anders dargestellt wird, ist die Ähnlichkeit kaum zu übersehen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diente diese historische Figur als Vorlage für die legendäre Comicserie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Geschichten zu verpassen.